Hallo und herzlich willkommen zu Episode 5 von unserem Learn How to Fly Video, Online, Kurs, whatever. Ich und der Fireball sind zurück und heute machen wir einen großen Schritt in eurer Heli-Karriere, denn heute geht es um das Seitenschweben. Seitenschweben werden viele von euch schon mal gehört haben. Nochmal zur Erinnerung, Heckschweben heißt ja, das Heck zeigt immer zu euch. Es ist aus dem Grund das, was Anfänger zuerst lernen müssen, weil nämlich dann alle Eingaben, die ihr an eurem Sender macht, gleich sind an eurem Heli. Wenn ihr jetzt sagt, nickt nach vorne, nickt er nach vorne. Wenn ihr sagt, roll nach rechts, rollt er nach rechts. Das Problem beim Seitenschweben ist jetzt, so, wenn ich jetzt Nick nach vorne gebe, dann geht der für euch nach rechts. Wenn ich sage, roll nach rechts, dann kommt er auf euch zu. Ihr seht, das Ganze ist 90 Grad gedreht. Das heißt, ihr müsst eigentlich so steuern wie um 90 Grad gedreht. Das erfordert für viele Leute sehr viel Hirnschmalz. Bei mir war es damals nicht sehr viel anders. Und deswegen haben wir ja in der vorherigen Episode schon die Übung gemacht, dass ihr immer so leicht zur Seite gedreht hin und her fliegt. Und hier auch schon anfangen zu kontrollieren. Das war ja eure Aufgabe. Wenn ihr die noch nicht erfüllt habt, dann geht wieder zurück, ab aufs Flugfeld und übt das, weil das ist extrem wichtig. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, ein Hubschrauber ist wie ein Fahrrad oder auch ein Flugzeug. Solange er vorwärts fliegt oder rückwärts, solange er Fahrt hat, ist der Heli um einiges stabiler, als wenn er schwebt. Und deswegen wollte ich auch, dass ihr in der Vorwärtsfahrt anfangt, so ein bisschen auszutarieren und zu lernen, für euer Hirn zu lernen, wie ihr um diese 90 Grad verdreht die Ausgleichsbewegungen machen könnt. Weil wenn wir nämlich heute das Ganze im Schweben machen, erinnert euch zurück ans Heckschweben. Damals beim Heckschweben, als ihr noch nicht so wirklich wusstet, was ihr tut und noch nicht so richtig das Gefühl dafür hattet, sah das Ganze nämlich dann so aus. Jeder kleine Fehler ist darin resultiert, dass der Heli sofort in irgendeine andere Richtung ist. Genau das Gleiche trifft nämlich jetzt heute zu mit dem Seitenschweben. Sobald ihr nämlich keine Vorwärtsfahrt mehr habt, wird das Ganze eine sehr kippelige Angelegenheit. Und deswegen möchte ich, dass ihr die Übung aus der vorherigen Episode nämlich noch macht. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Eigentlich möchte ich nur, dass ihr Folgendes macht. Ihr startet bitte nicht in der Seite, weil die üben wir ja erst. So, ihr startet wie immer mit dem Heckschweben, ihr geht hoch und jetzt möchte ich, dass ihr den Heli, jeder hat seine Schokoladenseite, ihr habt sie bestimmt auch schon gefunden, ganz langsam dreht, haltet, austariert, macht euch wieder euer gedankliches Rechteck, euer Quadrat, in dem ihr drin bleibt. Sobald ihr merkt, dass es kippelig wirkt, zurückdrehen mit dem Heck zu euch, zur Not vielleicht sogar landen, durchschnaufen, wieder hoch. Langsam drehen, langsam drehen, langsam drehen. Und das macht ihr immer weiter, solange bis ihr in der Seitenansicht seid. Damit nicht genug. Bevor ihr jetzt Hurra schreit und versucht, einen kompletten Akku lang so durchzuschweben, machen wir das Ganze natürlich auch von der anderen Seite. Ihr werdet sehen, dass es sehr extrem ist, welche Schokoladenseite man entwickelt. Das ist aber allerdings auch ganz normal. Das ist bei mir so, das ist bei fast jedem so, den ich kenne. Nur die extremen Profi-Competition-Flieger, die sind auf beiden Seiten gleich gut. Zumindest sieht es so aus. Aber ich möchte halt auf jeden Fall, dass ihr beide Seiten trainiert. Und das Ziel des Ganzen ist selbstverständlich, dass ihr einen kompletten Akku lang mit einer Seitenansicht schweben könnt und einen kompletten Akku lang mit der anderen Seitenansicht. Ihr könnt das meinetwegen auch teilen, dass ihr sagt, 2,5 Minuten so, 2,5 Minuten so. Ich möchte nicht, dass ihr so startet und landet, auch nicht so, weil ihr euch ganz schnell vertun könnt beim Starten und beim Landen, wie der Heli ganz genau steht. Ihr werdet euch vertun. Das ist Next Level, das wollen wir nicht. Wir starten weiterhin gehabt mit dem Heck zu uns und wir landen mit dem Heck zu uns. Alles klar? Dann fangen wir jetzt an. Und weil wir Vorbilder sind und uns das angewöhnen wollen, machen wir wie immer unsere Vorflugkontrolle. Das heißt, wir gucken, ob der Heli mechanisch in einem guten Zustand ist, alle Teile leichtgängig laufen
ob euer Akku vollgeladen ist, ob eure Servos nicht stehen bleiben, komisch zucken oder irgendwas anderes machen, ob eure Gyrowirkrichtungen stimmen. Dann guckt ihr im Sender nach, ob ihr die Autorotation eingeschaltet habt, Failsafe programmiert ist und ob ihr das richtige Modell ausgewählt habt. Das sind wichtige Sachen, die solltet ihr immer überprüfen und dann gilt wie immer, zuerst den Sender einschalten, das Modell auswählen, Autorotation reinmachen, dann den Helikopter mit dem Akku verbinden. Und wenn ihr fertig seid, erst den Helikopter abstecken, dann die Funke ausmachen. Niemals andersrum, sonst wird es wirklich gefährlich. Ich sage es euch nur, das ist die ganze Vorflugkontrolle. Gewöhnt sie euch an, verhaltet euch wie ein Profi und nicht schnell, schnell, schnell. Die 10 Sekunden hat jeder von uns und sie können euch wirklich manche Crashes und auch manche Wunden sparen. Na, hat euer Heli das Ganze überlebt? Es ist schwierig, nicht? Ja, ich weiß schon. Seitenschweben ist auch so eine Kunst für sich. Es gibt so ein paar nette Memes, die dann zum Beispiel besagen, ein Heli kann nicht mit der Nase nach links schweben. Es ist physikalisch nicht möglich. Und auch bei mir lustigerweise, ich kann mit der Nase nach rechts viel stabiler schweben als nach links. Keine Ahnung warum, hat sich irgendwie so eingebürgert. Man wiederholt ja immer gern die Seite, die man lieber und sicherer kann. Ihr macht das nicht, ihr macht es besser als ich. Ihr übt beides gleich viel. Dann würde ich sagen, übt das weiterhin und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. So, ich hoffe, euch hat diese Episode weitergebracht. Ihr habt etwas Neues gelernt und habt jetzt schöne Hausaufgaben, die ihr machen könnt. Wie immer gilt, wenn irgendetwas ist, Fragen, Anregungen, Kommentare, wenn ich vielleicht irgendwas vergessen habe zu erwähnen oder wenn ihr noch spezielle Wünsche habt, dann zögert nicht, das unten in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und die Trainingsbitch und ich sagen Tschüss!